Mobile Geräte haben oft sehr gute Kameras verbaut und es bietet sich geradezu an, diese für Tracked zu nutzen. Aber was machen, wenn Tracked auf mobilen Geräten nicht stabil läuft? Falls ihr von dem Problem betroffen seid, ist dieser Clip für euch. Ich stelle euch Workarounds vor, um Instabilitäten bei mobilen Browsern wie Chrome und Safari in den Griff zu bekommen. Schauen wir es uns an. Safari hat die Eigenart, speicherintensive Anwendungen neu zu starten. So kann es passieren, dass Tracked nach ein paar Stunden Nutzung von Safari neu gestartet wird. Tracked benötigt im Ruhezustand zwar nicht viel RAM, bei hochauflösenden Video- oder Bildaufnahmen allerdings schon. Und hier scheint Safari auch noch ein Problem mit der Speicherverwaltung zu haben. Zum Glück können wir hier Abhilfe schaffen. Es gibt zwei mögliche Einstellungen, die wir vornehmen können, um die Kontrolle zu behalten. Geht dazu in die Einstellungen der Tracked-Kamera, in den Abschnitt App Neustart. Die erste Möglichkeit besteht darin, den Slider zu nutzen, um einen Intervall für einen automatisierten App Neustart einzustellen. Ist der Slider auf 0, ist das Feature aus. Ansonsten führt Tracked nach der eingestellten Zeit einen Neustart durch. Diesen von der App selbst durchgeführten Neustart könnt ihr von außen nicht erkennen. Die Anwendung restartet in den Überwachungsmodus mit schwarzem Overlay. Da das in ein paar Millisekunden passiert, ist es mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Zweite Möglichkeit. Alternativ könnt ihr die zweite Checkbox bei App Start automatisch Überwachungsmodus starten aktivieren. Dabei solltet ihr den Slider allerdings wieder auf 0 stellen. Bedeutet, dass falls Safari die Anwendung neu startet, die Tracked-Kamera automatisch den Überwachungsmodus starten wird. Mit diesen beiden Möglichkeiten könnt ihr eure iOS-Geräte nutzen, um Langzeitüberwachungen durchzuführen. Ich selbst verwende ein iPhone SE 2020, das mit einem Restart am Tag wochenlang durchläuft. Je nach verwendetem Gerät und dessen Leistungsmöglichkeiten sind Stabilitätsprobleme mit Chrome auf Android festzustellen. Besonders bei guten Einstellungen, wie zum Beispiel 4K-Bilder oder HD-Videos, sind diese zu beobachten. Ich selbst verwende ein 5 Jahre altes Smartphone, ein Galaxy S7 mit Android 8 für meine Überwachungen und kann von solchen Problemen berichten. Das stellt sich dar, indem APIs nach einer gewissen Zeit einfach aufhören zu funktionieren oder Chrome sogar den Oh-No-Screen anzeigt. Es gibt 3 Möglichkeiten, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Erste Möglichkeit. Wie schon bei Safari gezeigt, bietet die Anwendung die Möglichkeit, sich zyklisch neu zu starten. Probiert diese Option auf jeden Fall zuerst aus. Zweite Möglichkeit. Falls ein App-Neustart die Probleme nicht behebt, wird ein Neustart des Browsers erforderlich sein. Dazu benötigen wir ein externes Tool, welches den Browser beenden und Tracked neu starten kann. Ich verwende dazu Tasker. Es existieren auch Alternativen, wählt einfach eine Automatisierungs-App, die euch zusagt. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Tasker konfigurieren könnt, um Tracked zyklisch neu zu starten. Zuerst installieren wir uns Tasker aus dem Google Play Store. Und öffnen die Anwendung. Über die Einstellungen könnt ihr die permanenten Tipps ausschalten und eine Sprache auswählen. Bei Tasker müssen wir Profile und Tasks anlegen. Dabei sind Profile die Bedingungen, welche erfüllt sein müssen, bevor dann ein Task ausgeführt wird. In unserem Fall wollen wir zyklisch unsere App neu starten. Das Profil wäre also zu einer bestimmten Zeit und der Task das Neustarten. Dazu legen wir uns nun ein Profil an und wählen die Option Zeit aus. Hier können wir einen Zeitraum und ein Intervall einstellen. Ich setze den Zeitraum auf 0 Uhr bis 1 Minute vor Mitternacht. Da ich die App zweimal am Tag neu starten möchte, wähle ich als Intervall 9 Stunden aus. Damit sollte das Profil einen Task um 9 und 18 Uhr ausführen. Ich tappe oben links auf Zurück.
Nun werden wir aufgefordert, einen Task für das Profil anzulegen. Ich wähle Neuer Task und vergebe einen Namen. Nun können wir Schritte innerhalb des Tasks definieren. Für unseren Fall benötigen wir 3 Schritte. Der erste Schritt wäre das Stoppen der App bzw. des Browsers. Tract ist eine Web-App und wird im Browser ausgeführt, sodass wir diesen beenden müssen. Dazu klicke ich auf das Plus-Icon, dann auf App, dann Kill App und wähle Chrome aus. Zusätzlich noch Continue Task After Error anhaken, um bei Fehlern fortzufahren. Dann über den Pfeil in der linken oberen Ecke wieder zurück. Als zweiten Schritt fügen wir eine Verzögerung hinzu, um der Sache etwas Luft zu geben, bevor wir die App neu starten. Ich klicke wieder auf das Plus-Icon, dann auf Task, dann Wait und stelle 2 Sekunden ein. Und als letzten Schritt starten wir Tract wieder. Wieder auf das Plus-Icon, dann auf App, dann Launch App und Tract auswählen. Zusätzlich noch die beiden Optionen Start New Copy und Continue Task After Error anhaken. Ihr könnt die eingerichteten Schritte testen, indem ihr auf den Play-Button in der Task View klickt. Achtet noch darauf, dass Task auch eingeschaltet ist. Tract müssen wir nun noch so konfigurieren, dass bei App Start automatisch der Überwachungsmodus gestartet wird. Dazu in die Kameraeinstellung gehen und unter dem Abschnitt App Restart die zweite Checkbox setzen. Damit ist unsere automatische Neustartroutine eingerichtet. Hier ein kurzer Clip, wie das dann in Aktion ausschaut. Dritte Möglichkeit. Falls selbst ein Neustart des Browsers keinen Erfolg bietet, bleibt noch der Neustart von Android übrig. Dazu ist es allerdings nötig, das Gerät zu routen, sodass Tasker Rechte erhalten kann, um das Gerät neu zu starten. Das Routen eines Geräts ist nicht risikofrei und ihr verliert in den meisten Fällen die Herstellergarantie. Falls ihr diesen Weg trotzdem gehen wollt, findet ihr in Google oder auf YouTube zahlreiche Anleitungen, wie ihr das machen könnt. Da das für jedes Gerät unterschiedlich ist, werde ich hier nicht darauf eingehen können. Ich habe mein Galaxy S7 geroutet und zeige euch jetzt, wie ihr Tasker konfiguriert, um Android und Tract zyklisch neu zu starten. Dazu setze ich zuerst den Screen Lock Type auf None, sodass Android direkt in den Startscreen booten kann und nicht im Lockscreen hängen bleibt. Dann richten wir uns 2 Profile ein, um zu kontrollieren, wann ein Restart durchgeführt wird und was nach einem Restart passieren soll. Das erste Profil können wir genauso erstellen, wie wir das bei Option 2 schon getan haben. Also ein neues Profil, die Option Zeit und dieselben Werte wieder einstellen. Danach einen Task anlegen. Ich nenne ihn Reboot und 2 Schritte hinzufügen. Der erste wartet eine Minute. Hier müssen wir verhindern, dass der Reboot nach dem Neustart gleich wieder durchgeführt wird, da die Bedingung immer noch wahr ist. Der zweite Schritt triggert den Systemreboot. Dazu System, dann Reboot wählen. Einen treffenden Namen kann man für seine Profile vergeben. Ich nenne es mal Cyclic Reboot. Beim zweiten Profil hängen wir uns an ein Device Boot Event. Das finden wir unter Event, System, Device Boot. Dann einen neuen Task anlegen. Ich nenne ihn Tract Start. Jetzt müssen wir 2 Schritte einrichten. Der erste Schritt wartet ein paar Sekunden, um dem Gerät nach dem Neustart etwas Luft zum Atmen zu geben. Und der zweite startet die Tract App.
Auch für dieses Profil können wir einen entsprechenden Namen setzen. Ich nenne es After Device Boot. Jetzt Track noch so konfigurieren, dass die App beim Start automatisch den Überwachungsmodus startet. Und wir sind mit der Konfiguration auch schon fertig. Mit dieser Konfiguration können wir unser Gerät automatisch booten und die Tracked-App direkt in den Überwachungsmodus starten. Anbei ein Clip, wie das in Aktion ausschaut. Überlegt euch, wie ihr eure Geräte entlasten könnt. Reduziert verschiedene Einstellungen für einen stabilen Betrieb. Setzt die Auflösung von Bild- oder Videoaufzeichnungen herunter. Verringert die Bildrate und die Aufnahmedauer bei Videoaufnahmen. Oder reduziert die Abtastrate, falls ihr mit den Intervallsensoren arbeitet. Beim Motion Sensor könnt ihr auch den Slider Sensorverzögerung nach einer Aufzeichnung nutzen, um das Gerät zu entlasten. Wenn das Phone heiß wird, habt ihr es mit den Einstellungen definitiv übertrieben. Da die Hersteller nach und nach Bugs aus ihrer Software entfernen, werden wir solche Workarounds in Zukunft sicherlich nicht mehr benötigen. Es ist allerdings immer gut, eine Lösung im Hinterkopf zu haben, um widerspenstige Geräte in den Griff zu bekommen. Mich würde hierzu eure Meinung und Erfahrung sehr interessieren. Was sagt ihr zur Stabilität auf mobilen Geräten? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn euch die Workarounds geholfen haben, bitte gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal, um keine weiteren Tipps rund um Track zu verpassen. Das war's für heute. Keep tracking.